sukham aindriyakam datya deho yogena dehinam sarvatra labhate yasmad yatha dukhyam ayatnataha. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, nothing is permanent in this material world. All temporary. Gauriya Goshtipati, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, nothing is permanent in this material world. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der hat uns mitgeteilt, dass alles in der Welt temporär ist. Jegliche Sicherheiten von Bankkonto, von Versicherungen und so weiter. Das ist alles temporär. Wir müssen in Kürze die Welt verlassen. So, wir sollen was für die Ewigkeit machen. Wir können uns nicht schützen. Jehi sansparsaja bhogaha duksha jane evati adhyanta vanta kantiyo taspe no teshu ramadeyodaha. Jehi sansparsaja bhogaha duksha jane evati adhyanta vanta kantiyo no teshu ramadeyodaha. Those who are really intelligent, they never also die, was wirklich intelligent sein, die verfallen niemals der materiellen Illusion. So, wir sind jetzt noch immer im Kapitel Sankhya Yoga. In Sankhya Yoga, it is the main thing. It's called also Prakriti Purush Yoga. Das Yoga nennt sich auch Prakriti Purush Yoga. Sankhya Yoga is called Prakriti Purush Yoga. What do you mean by? Was bedeutet Prakriti Purush Yoga? Prakriti Purush Yoga means Prakriti nature, you know. Im Chaitanya Charitamrita Prakriti, also materielle Natur, die ist inert, also leblos. Und zwar Purush sind da Paramatma und Jivatma. Paramatma ist die Überseele, Sri Krishna. Und Ksherodakakshai Aniruddha Vishnu, das Sein im Herzen von allen Seelen, von allen Lebewesen. Paramatma ist in jedem Lebewesen. Jivatma means those teeny spiritual, potency is also traveling all around this 14 worlds all the time. And they are taking shelter inside the body. According to karma phala. Also jede Seele, die nimmt einen Körper an, dementsprechend, was für Karma sie ausgeführt hat. Also die Früchte von dem Karma werden dann jetzt angenommen in dem Leben. Gibt es insgesamt 8.400 Lebensformen. Also manchmal ein Schlangenkörper, manchmal ein Tiger, von einem Körper von einem Tiger. So viele. Es sind viele eben, was über die Dinge sprechen. Viele können Lectures geben, aber das zu realisieren, das ist das Höchste. Also große Acharyas, spirituelle Meister, sind beeinflusst worden von der illusionierenden Energie von Maya.
So, man kann die Situation, man kann dort keinen kritisieren, weil das selber eben uns auch so gehen kann. Aber man kann an der Basis von Tattva sprechen über die Dinge. It is the order of Chaitanya Mahaprabhu, and I already told that it is quite impossible to get a real sadhu in Kali Yuga. Not that sadhu is not good. Also im Kali Yuga ist es ganz schwer, einen reinen Sadhu zu finden. Es ist nicht unmöglich, aber es ist total selten. Chaitanya Charitamrita ist auch geschrieben, also Sadhu und Guru ist ganz, ganz selten, Sudurlabha. Das ist, warum Chaitanya Mahaprabhu selber in der Form von Guru und Vaishnava gekommen ist, um uns den Weg aufzuzeigen, wie man das höchste Ziel erreichen kann. So, I was discussing about part point, Prakriti Purush Yoga. Prakriti is nature. So, wir haben gesprochen jetzt über den Punkt Prakriti Purush Yoga. Mahaprabhu, wo eine Diskussion gehabt mit den verschiedenen Mayavadis. Prakriti ist inert, leblos. So wie ein Metallstück. Wenn du zum Beispiel ein Metallstück für lange Zeit ins Feuer gibst, dann wirst du vorfinden, dass das Metall oder das Eisen die Form selbst vom Feuer annimmt. Und wenn du es wieder rausnimmst, wird es wieder die alte Form annehmen, Konstitution annehmen. In Ayurvedic medicine, some prescription is there. If you put this medicine into water, you will have to put this red, iron piece. Yeah, it's changing. Not actually quenching. Quenching separating, metal treatment. You have to put it. After that then you can take the medicine. It's a system. But actually the iron piece have no right to give heat fire into that solution, which I just made. It is simply because it was there inside fire for a long time. That's why having that kind of capacity. Also das Metall verändert sich, je nachdem, in was für ein Zustand es jetzt ist. Prakriti ist inert. Und wie ist jetzt die ganze Kreation vor sich gegangen? In die puranischen Zeiten. Dort waren die 4 Weisen, Sananda, Sananda, Sanatan. Also die haben eine Frage gestellt in Brahma. How it is possible that Chitta is like magnet. Also sie haben gefragt, das Chitta ist so wie eine Kamera, das nimmt ein Bild auf und sendet es dann zum Geist. Und der Geist denkt darüber und der Intellekt, der Geist entscheidet, das will er jetzt oder das will er nicht, und der Geist ober dem, der entscheidet es dann. Es geht automatisch vor. Wir nehmen Prasadam zu uns, so das ganze Prasadam wird im Körper verdaut, ohne dass wir irgendwie was tun dafür. Also wir essen und automatisch ist es verdaut. In front of Brahmaji, how it is possible that
inside chitta, Vishwa matter coming, and chitta automatically get attracted to matter. How is that possible? This question. Then after that I can come to the original point. Chitta te Vishwa. Vishwa te chitta ki kore anupravishta. How it is possible that chitta get attracted by matter and matter automatically enter into chitta to make a space inside mind? How is possible? Material mind. Because transcendental mind, there is no space. But actually, as per those psychologists, big scientists, they're speaking, mind can never go vacant. Also die Psychologen und Wissenschaftler sagen, dass der Geist niemals leer sein kann. Der muss immer irgendwelche Gedanken vor sich gehen. Space, covered up place with glass or sealed with metal. If I request you, vacuum it, try to vacuum it out. Science says, as per scientific decision, vacuum you can get. Also in einem Experiment, wenn du zum Beispiel ein Glashaus hast und da sagt jetzt einer, mach das Glashaus jetzt komplett leer. Das Wissenschaftler sagen, ein gewisser Teil, aber komplett kannst du es nicht leeren. Gleich ist es mit dem Yoga-Prozess, kannst du gewisse Materie entfernen von dem Geist, aber irgendwas wird immer da sein. No matter is there. Nirvikalpa Samadhi. Very high thing. Der höchste Samadhi, Nirvikalpa Samadhi, da ist es komplett rein, in der Reinheit. Aber wir können durch Yoga immer wieder versuchen, den Geist reinzumachen und wir hören und versuchen zu reinigen, aber doch das Beste ist, wenn du komplette Guru Kripa kriegst. Du weißt zum Beispiel, in einem Geist kommen Dinge, du weißt, irgendwas zu machen, du weißt, dass es schlecht ist, aber du kannst es, der Geist zwingt dich dazu. Du hast ein gutes Wesen, aber du wirst gezwungen, irgend solche Dinge auszuführen. So, das kannst du nicht aufhalten. Gewisse Gedanken, denen musst du dann folgen. This question was put by Arjuna to Krishna. I can discuss after, not now, because of hush-hush. So actually, Chitta and Vishwa, how possible? It is possible. It is possible gradually, and Chitta have some kind of capacity to catch something like magnet. Also Chitta ist wie ein Magnet. Das kann materielle Dinge in der Welt, zieht es eben an wie ein Magnet. Und dann wandert es von dem Chitta in dein Geist. Chitta ist das Subtilste. Aber es gibt einen höheren Zustand. Der Geist von Seva. Also wenn jemand zum Beispiel die Frage stellt, so this kind of question, what you put it, he put it yesterday in Siddhmandi, for that I need separate time to discuss. Long time. How I can take decision? Also wie kann man jetzt Entscheidungen treffen? Weil in der materiellen Welt sind so viele Fragen, so viele. It's rare. But one point, I can discuss this point someday if I get time. But one point I can say. When you are asking me, when I am living my grihastha life or family life, anyway, each and every... Also wenn man jetzt im Gehashta-Leben ist, im Haushaltsleben, sind viele Probleme, was jetzt auf die zukommen. So wie macht man da jetzt eine Entscheidung? Ist es gut oder ist es schlecht? So wie kann ich neutral sein? Also viele Fragen kommen da auf. Er kann auch ein Beispiel geben.
one thing, if you are matured enough in bhakti life, if you are enjoying full Guru Kripa, then you have one point. So wenn du volle Guru-Kripa hast, was immer du machst dann, was immer du vorhast, you must think on the background of this point that it is bhakti or not. du musst dir dann immer denken, ist das Bhakti oder nicht? Also diene ich jetzt bei der Entscheidung Srila Bhaktivinoda Srila Prabhupada oder nicht? Also die Entscheidung, so that I can do some seva, extra facility, so that I can have some extra advantage to do some extra seva for Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Guru Vaishnava. also dass du wirklich dich entscheidest für etwas, was jetzt im Dienst von Krishna ist oder irgendwas in der materiellen Welt. Jajati, you know Jajati, his song, there was Puru, Jodu, so many songs, 2, 3, 4 songs. One example I can give you. Also er kann ein Beispiel geben und nachher kann man das verstehen. When Jajati was in a very dangerous situation, because father-in-law cursed him. Cursed him. He can become an old man. Der Vater von Jayati, der hat ihn verflucht. Also er ist ganz alt worden. Er hat seinen jungen Körper aufgeben müssen. I cannot speak, but what I speak is perfect. I cannot change it. But I can give some alternative possibility. What I curse, it cannot go away. Also jeder Fluch, der hat Erfolge, also dem kann man nicht aus dem Weg gehen. Aber er sagt, er kann ihm eine Alternative geben. Du kannst weil er ist in einem Körper gefangen, der was so alt ist. Und dann sagt er zu ihm, okay, du kannst wechseln, wenn der irgendein Junge mit dir einverstanden ist, dass er dir seinen Körper gibt, den jungen Körper. Dann ist er heimgekommen. Und dann hat er seine Söhne gefragt, die meisten haben gesagt, na, er kann nicht, sie können nicht ihren jungen Körper austauschen für den alten Körper, was er hat. Nur der Puru, der Sohn, der hat sich gedacht, okay, er kann das machen. Also kann man irgendwem in der Welt finden, in irgendeinem Land, Österreich, Frankreich, Italien, wo eine Person wirklich mit materiellen Dingen glücklich ist. Also es gibt Leute, die verschwenden 70.000 Dollar eine Nacht. Aber die sind auch nicht zufrieden. Also materielle Dinge können uns nicht zufrieden machen. Und genau der Vater hat jetzt auch gesagt, oh, ich bin nicht glücklich mit meiner materiellen Situation, jetzt kannst du mit mir tauschen. Und die meisten Söhne haben gesagt, das können sie nicht machen. Aber der Puru, der Jüngste, der hat gesagt, er kann das machen.
So, warum ist im 10. Kanto im Srimad Bhagavatam geschrieben, dass der Jadu unter die besten 10 zählt, obwohl er nicht seinem Vater gehorcht. But in Bhagavatam, Siddhanta is there, Jadu is topmost Dharmavid. Topmost Dharmavid? If is Dharmavid not going to obey father? Yes. Why? What is the secret reason behind it? Why? So, der Jadu, obwohl er Bescheid weiß von Dharma, folgt er nicht seinem Vater. So, was ist jetzt da der Grund dahinter? So, Jadu, der hat sich entschieden, also Jadu hat die Entscheidung getroffen, weil er eben nicht seinem Herrn dienen hat können. Weil wenn er jetzt älter wird, wenn er jetzt einen älteren Körper hat, dann kann er nicht mehr so gut dienen Krishna, weil er dann eben nicht mehr chanten kann, nicht mehr, viele Sachen, spirituelle Sachen kann er nicht machen. Also er hat nicht gesagt, dass er jetzt den Körper von seinem Vater, den älteren Körper annimmt, weil er hat, obwohl er eben für Dharma, für die richtige normalerweise immer richtig handelt. So, er hat eben dann gesagt, okay, er kann den nicht annehmen, den alten Körper, weil er selber im höchsten Herrn dienen will, in seinem jungen Körper. Prahlad Maharaj hat den ersten Vers gesagt. Prahlad Maharaj spricht vor seinen Freunden. Sukham Indriya. Without any care, automatically you are going to get some pain, miseries. Miseries coming in your Also du betest niemals für einen Schmerz, sondern du betest für gute Dinge. Aber der Schmerz, der kommt einfach so. Die guten Dinge kommen genauso auf dich zu. Alles ist, was für Glückseligkeit du erfährst und was für Leid du erfährst, das ist automatisch passiert ist durch deine Früchte von deinem letzten Karma, was du jetzt auszulöffeln hast. And the sloka is I already discussed. Jehi samsparsaja bhogaha dukshajano evate adyantavandukantiya nateshu ramate evadaha. Those who are really intelligent, they never go for sensual enjoyment. Be careful. That's the first point. Also die, was wirklich intelligent sein, die machen sich aus materieller Freude nichts, die laufen dem nicht nach. Before leaving this body, you will have to take yourself up to that level from where you can feel there's no material enjoyment, no material, surrounding situation going to put me in misery, in pain. So, du musst, wenn du die Bhagavad Gita wirklich verstanden hast, dann kommst du auf den Punkt, dass du immer in Balance bist. Also egal, in den ganzen, was in den vorigen Klassen über das, was wir alles gesprochen haben, schon, wenn du das nicht hast, nachher ist das Bhagavad Gita lesen eigentlich wertlos. Und jetzt kommt er wieder zu dem
Also Chitta ist angezogen von Materie und Materie ist angezogen vom Chitta. Automatically, because material chitta is material. Your chitta is not material. You are not Radharani. Only it is the speech of Radharani. Aner Hridaya Mor Vrindavan Mone Mone Kore Vrindavan. It is the exclamation of Radharani. With painful heart, Radharani speaking. But you cannot speak. Also Radharani, der hat Progressing in Harinam, progress regarding quality. If you can utter transcendental Harinam, gradually you can go more and more. You can feel from heart all useless. The moment you feel also das Chitta von Radharani ist rein, aber unser Chitta ist komplett materiell verschmutzt. So warum verschwende ich Zeit für all die Dinge? Deswegen muss es gereinigt werden, das Chitta. Uddhav zu Uddhav ist gesagt, wer ist wirklich intelligent? Esha. Shapudi matam made manisha cha manishinam yat satyam andrite nityam andrite neha martena apne amritam. Not that nectar which is available there in Kumbh Mela. In my whole life I never go to Kumbh Mela. I am very simple. Never I feel like this. Over never. But Guru Varga sometimes going for preaching. So there is different thing actually. Also die, was wirklich intelligent sein, Esha Buddhimatam, Manisha Ajamenishinam. Also derjenige ist intelligent, der was denkt, oh, also ich habe ein Leben jetzt, das Leben, in dem Leben, das will ich nur jetzt verwenden, um Bhakti auszuführen, um mich selbst spirituell zu realisieren. Für das verwende ich jetzt mal das Leben. In der kurzen Zeit verwende ich jetzt die Zeit, alles um das zu gewinnen. Das ist ein vitaler Bund, ein vitaler Punkt. Uddhav sagt, Krishna sagt zum Uddhav, erinnern die an das, die was intelligent sein, die denken, jetzt haben sie den Körper gekriegt. So, und in dem Leben werde ich das höchste Ziel erreichen. Esha buddhimata buddhi manisha cha manishinam jat satyam anriteha jat satyam anriteha nityam san martena apmitam amritam. Also, wenn man wirklich Nektar will, den ewigen Nektar, also du kannst Geld, Anwesen, Wissen, kannst du alles verwenden, um Amrita zu kriegen. Da kriegst du auch Nektar, aber das ist materieller Nektar. Also jeder ist intelligent nach seiner eigenen Auffassung. Aber wer ist wirklich intelligent? Wir sagen, oh, der, was viel Geld hat, der, was vielleicht das Patent hat, oder der, was das erfunden hat, oder der ist intelligent, oder der. Aber in Wirklichkeit ist das alles nur materiell gebunden. Aber der, was wirklich intelligent ist, der ist verbunden mit einem höheren Ziel. Matter is not there inside mind. Okay.
matter is not there inside your mind, but matter is of course there inside your mind in fine form. So Materie ist immer in einer feinen Form in deinem Geist. In fine form. Matter is there inside your mind in fine form. Fine form, huh? Because you are here, you are thinking about money, position, your buildings and all, properties, everything all. But externally you are sitting in yoga. I am doing yoga, you are doing yoga. But inside your mind, everything, all matters. Also das eben Materie kannst du in deinem Geist haben. Wenn du kannst zum Beispiel im Yoga-Asana sitzen, im Schneidersitz und dann aber auch über Materie nachdenken, über Geld, materielle Dinge und so weiter. So, dann schaut es so aus und du bist ganz ruhig, meditierst, aber innerlich ist der ganze Geist voll mit Materie. Du denkst über Materie nach. You can see inside your matter, inside your mind, all matters there, full of matters. But you cannot exhibit, matters there, you cannot. But those who are elevated soul, those big sadhu yogi, even Vaishnava also, Vaishnava they never want that kind of appearances, yoga vibhuti. But it is an automatic fact. Like one example, Mahaprabhu when wanted to go to Vrindavan. So wenn Mahaprabhu nach Vrindavan gehen wollte, Nishingananda, der hat einen Weg vorbereitet, ganz schön, mit ganz sandiger Straße und Blumen auf den Straßenränder und Teiche und ganz weich alles, dass Mahaprabhu dort entlang den Weg gehen kann. Den hat er komplett dekoriert und in seiner Meditation hat er den Weg vorgemacht im Geist für Mahaprabhu nach keinen. Also das war, bis dorthin hat er den Weg gemacht. Und da hat er seine Meditation gebrochen und dann hat er gesagt, das Mal geht Chaitanya Mahaprabhu nicht nach Vrindavan, weil mein Mind ist jetzt geht nicht in die Richtung. Also in Kalanachala ist dann Stopp, weil mein Geist nicht weitergeht. So, deswegen sagt der Mahaprabhu, Chaitanya geht sicher nicht weiter nach Vrindavan. Er kommt nach Kalanachala und geht dann wieder zurück. Und das war so, das ist möglich. Jodhuvans are there. Sambo, they make Sambo ladies. I can discuss, but not discuss. Then they are coming and joking in front of those big Rishi-mani. Oh, Rishi-mani, could you speak that what baby she can give birth? Actually, she is man. He is man, not they make him with, Then those Rishi-manis become very angry. Hey, she can give birth to an iron piece, mushal. Immediately some will touch. Very fine one mushal is there inside. Oh my God! They run to Krishna, and Sudar Musa was speaking all about we actually excuse us, we are playing and Also jetzt hat er das kurz angeschnitten, wo eben einmal welche Kinder mit den Rishis und Munis Späße gemacht haben und nachher haben die Weisen aber die verflucht, dass in deinem Bauch soll kein Kind geboren werden, sondern als Eisenstücke. Und die Eisenstücke zerstören dann die ganze Dynastie. So früher in den Zeiten, die Rishis, die sind ärgerlich geworden und haben gesagt, sie verfluchen jetzt den und denjenigen. Und du kannst Leber kriegen. Und ihre Worte, die sind wahr geworden. Srivas Pandit hat auch nichts gesagt, Haridas Thakur auch nicht, aber Chapal Gopal hat Leber gekriegt. Gopal Das, genau. Anyway, so actually the point is that
Sankhya Yoga, this basic point you should understand. Very scientific point. If you cannot understand this point, all your reading Gita is useless. Also den Punkt von Sankhya Yoga muss man verstehen, ansonsten ist das Lesen von der Bhagavad Gita wertlos. Prakriti ist Materie. Und Purush ist Chetan, Bewusstsein. Actually, this material world is useless without this Purush. So ohne den Purush, ohne den Bewusstsein ist die materielle Welt wertlos. Without this Purush, if Purush is not there, then what use this thing? Everywhere this Chetan, Atma. That day I told, na? Atma vashamidam sarvam jat kinchit jagatam jagataha. All everywhere. Atman avasyam, so überall, das Bewusstsein ist überall, die Seelen sind überall. Überall verteilt in der Welt, das kannst du aber nicht sehen. So wie Salz in einem Glas Wasser verteilt wird, überall. So, until and unless you are going to take this material body, until and unless you are going to take a material body, you cannot, get karma form. Also die Früchte vom Karma, die werden auf die kommen, die musst du, wenn es jetzt gut ist oder schlecht, du musst es annehmen. Die Früchte hast du zum Ernten und das bedeutet, du kriegst einen dementsprechenden Körper, einen materiellen Körper. Ohne den materiellen Körper ist es nicht möglich. Aber in dem Körper muss Bewusstsein sein. Das ist Prakriti Purush Yoga. Prakriti und Purush. Warum sagen die Leute, das ist jetzt ein Gegenstand für mein Vergnügen? Wenn man irgendwas sieht. Weil man sich identifiziert eben als der Körper. Karma, I mean, Sukshma, they are still there. So, 100% is going to express this kind of mood. But when you can understand this Sankhya Yoga properly, then all you can dismantle your Agyan covering. The day you can understand, oh my God, it's one kind of magic spell. Like magic spell, you know, big magician, P.C. Sarkar. All people, Bombay men going. All they are coming out to watch this Leela. I mean, this kind of magic. It came in newspaper when I was a child. Small. Bombay men vanished from the track. They look back, there's no Bombay men. How we can go? All luck is there. Vanished. It's magic. Also in der materiellen Welt gibt es auch Zauberer. Die kennen so wie der David Copperfield, der kann auch verschwinden oder lässt Dinge verschwinden. Oder so, dass er in eine Box geht, in eine stallene Box mit Ketten und die hauen ihn dann in einen Wasserfall. Also das sind solche Illusionen, materielle Illusionen. Materielle Zauberer, Magier, die sind so machtvoll schon. So, was ist dann? Hey, you can see it. Yes, I can see. Wait, whatever he is going to speak, you can agree. It's one kind of magic spell. So now you think what is the? Und jetzt denkt einmal, was dann what is the, Krishna für Zauberer ist. Wie er die verwirren kann mit seiner illusionierenden Energie. Who not everybody going to be influenced by mind? More or less. Nobody can say. Even Shankar Bhagavan cannot say, hey, Maya cannot touch me, I am Shankar. No, Maya cannot. Shankar Bhagavan also cannot. Sogar Shankar Bhagavan, der kann selber auch nicht sagen, dass er frei ist von Maya Devi. Keiner kann sich gegen Maya
keiner kann das überkommen, ohne niemand kann aus der Situation frei werden, ohne die Barmherzigkeit von Sadhus. Prakriti and Purush working together, that's why you can see this Sisti, the nature, creation flowing. You can find this creation flowing, Maharaj, nicely, because there is Prakriti and Purush, Yes. That's why. If you can feel, Maharaj, this magic, you want to enjoy, whom you want to enjoy? So, wir wollen die Objekte in der Welt, mit denen wollen wir ausnutzen, uns vergnügen. Aber das ist Materie. Zum Beispiel, du siehst eine hübsche Frau oder du siehst schöne Dinge in der Welt. Wenn du das wirklich realisieren würdest, nachher würdest du so abgestoßen werden, weil was ist das wirklich? Es ist nur Kot, Urin, Blut, Knochen, Haare. So, aber wir sehen, das ist so, wir denken uns, wow, ist das ein hübscher Gegenstand in der Welt, was wir uns jetzt ansehen. So, das ist eine kraftvolle Illusion, der was jeder unterlegen ist. Aber wenn man dann wirklich das realisiert, dann will man wirklich auf das spucken, sagt er, weil es so abstoßend ist. So Gurudev ist immer derjenige, was immer da ist, auch wenn er die Welt verlassen hat. So Gurudev ist kaum materieller Körper. So that's why you can remember, now you are young age, she is old, I can speak. Also einer in der Welt ist jung, einer ist alt, das ist seine Aussagen, was alle nicht stimmen. Aber die Leute verwenden Wörter, zu sagen, oh, wer kann jetzt sagen, dass sie alt ist, eine ältere Frau? Weil die Seele, Atma, kann niemals alt werden. Also kann einer jetzt das Alter von der Seele sehen. Also kann man sagen, die Seele ist 8 Jahre. Also wer hat das gesagt? Aber diejenigen, was jetzt eine materielle Einstellung haben oder materielle Philosophen, die sagen, der Körper ist alles. So versuch wirklich alles auszunützen in der Welt. Solange du lebst, vergnüg dich, geh. Und der Charvakrishi nennt sich der. Also auch wenn du kein Geld hast, kauf dir Ghee und nachher leide das Geld aus, geh aber trotzdem zum Markt und vergnüg dich mit dem. Nimm köstliches Essen zu dir. Du hast nur ein Leben, so was wird da passieren? Nütz alles aus, nütz jeden aus. Das sind komplett materielle Sichtweisen, die denken eben, der Körper ist die Seele. Nayam Atma Paravajanena Nasalabhyana Pudayana Mera. So wer kann Atma realisieren? Nach deinem Tod wird der Körper zum Krematorium gebracht. Alles wird verbrannt, alles ist wertlos. Wherefore you can come back for short life eventually. But you see, is one kind of title, it is attributed. I attribute that she is young, he is young, she is old, is nothing else.
Also das ist nur ein Attribut, was man jetzt für jemand anwendet. Man sagt, derjenige ist jung, derjenige ist alt und so weiter. Das sind alles Attribute. Und alles ist nur in Beziehung zu deinem Körper. Und wenn du wirklich Guru Kripa hast, nachher siehst du, wie es wirklich ist in der Welt. Du siehst keine Frauen oder keine Objekte, die was jetzt zu deinem Vergnügen da sind, sondern du hast ein komplettes Verständnis von einer höheren Sichtweise. Keine blutiges Sichtweise von Fleisch und Blut. Nashato vidyate nabhava vidyate sataha. Actually, Atma vashamidam sarvam jat kinchit jagata. Everywhere Atma. There is no shortage of Atma. Atma You ist cannot find there is no Atma. Atma ist überall. Satvastu, ewige Existenz. Chetan Vastu. You cannot show that there is no Chetan Vastu. Everywhere Chetan Vastu. Previously, long ago, in Puran it is written, those hills, Parvat, it is written in Puran, that Also in den Puranas ist auch geschrieben, dass die Berge Wings. And Indra Maharaj cut there. Yes, they can fly good anywhere. So, die Berge, die haben fliegen können, die haben Flügel gehabt früher. Das ist in den Puranas, steht das. Aber Indra hat ihnen die Flügel abgeschlagen. Deswegen können sie jetzt nicht mehr fliegen. Jaiva Dharma ist die Essenz von allen Shastras. Also im Jaiva Dharma steht, dass eben auch in komplett materielle Gegenstände ein gewisses Bewusstsein da ist. Chaitanya Mahaprabhu hat Haridas Thakur gefragt, wie können die Berge, die Bäume aus der Welt befreit werden. Ich sage, wenn du Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare sprichst nachher das D, transzendentale Klangschwingung, die berührt all die Berge, die Bäume, so wie ein Echo, wie Schwingwellen. Und dann geht der Echo vor sich, dann sagt der Haridas Thakur, es ist kein Echo, die antworten, sagt er. So, der Harikata, die Vibration, so this kind of mechanism there. So in this sloka, I come back to 16 number sloka to clarify this point. And I can also come to your point. And someday I can discuss in detail. Maybe today I can touch. Nasato vidyate bhava. You cannot point out any place, anywhere. There is shortage of satvastu. There is no shortage of satvastu everywhere. Satvastu. And there is nasato vidyate bhava, na bhava vidyate sata. There is no shortage, there is no lack of sata. Everywhere sata. Also Bewusstsein, Satta, ist überall in der Welt. Für Materialisten nur unsichtbar. Follow what I mean to say. Now is very hot. So you want to play your AC. Make the situation change, you can climb it.
So die materiellen Leute wollen alle Probleme lösen. Die versuchen alle Probleme in der Welt zu lösen. Wenn es zum Beispiel heiß wird, versuchen sie sich eine Klimaanlage oder schaffen sie sich eine Klimaanlage an. Und dann gehen sie der Situation aus dem Weg. Aber wirklich besser ist, dass du vorher schon Prevention, also vorsorgst, dass du dein Leben dann leben kannst in alle Umstände und keine Krankheiten und nichts kann dich berühren. Also so Vaishnavas, die können gar nicht krank werden. Nur manchmal durchnehmen sie eben dann die Sünden auf oder die sündvollen Tätigkeiten von die materiellen Leuten in der Welt, dann leben sie das für die aus. Weil wichtig ist es in der Medizin, dass man immer die Wurzel findet von der Krankheit. Wir wollen immer, so wie im Ayurveda, du willst die Auswirkungen behandeln, aber versuch doch eher der Krankheit wirklich auf den Grund zu gehen. Nicht, dass man irgendwelche schnellen Medikamente nimmt und das dann versucht zu beseitigen. Aber der Urgrund von der Krankheit ist nicht beseitigt. So those who are really learned men, tattvavid, they always, those who are nitya vastu, everything. You can see with your eyes, Atma is nitya. And those who are actually hot and cold, miseries, honor, dishonor, everything. Those who are matra sparshas tukuntiyo, Arjun, try to bear it. You should get habituated to bear it. You should go up to that level where you cannot feel any problem. This target should be there in your life. So, das sage ich jetzt auch Krishna und zum Arjun, dass das der Ziel sein soll in dem Leben, das alles lernen zu tolerieren, die ganzen Umstände. Ansonsten musst du wieder Geburt nehmen. He put a question, those who are going to fight, fighting going on. In that case, what situation they can meet with. Detailed discussion I need. Not that simply I touch this point, not this discussion. At all if they are going to do Dharma Yuddha, follow. It is in Kurukshetra, battlefield. It is a special case. Anybody going to leave their body, they are going to attend. So ein Kurukshetra, jeder, was seinen Körper dort verlässt, der geht in den Himmel. Das ist nicht der Grund, das ist nicht für jeden möglich. Wenn du zum Beispiel in der Armee bist und du kämpfst für Indien, nachher ist unser Leben auch voll mit Sünde, sagen wir mal. Aber du kämpfst jetzt für dein Mutterland. Also da ist aber dann keine Garantie, dass du dann in den Himmel gehen kannst. Sondern one freedom fighter, 18 years boy, 18 years young boy. Also da gibt es einen Freiheitskämpfer, einen Khuda Ghosh, der wollte kämpfen, aber er hat einen Fehler gemacht, weil er nicht die richtige Information gekriegt hat. Nachher haben ihn die
Briten aufgehängt. Wo er jetzt davor, wo er jetzt aufgehängt worden ist, sagen wir in 10 Minuten wird er jetzt hängt und er lacht und hat ein Lied gesungen. Also können wir ein Lied singen, wenn wir jetzt in 10 Minuten uns das Leben kommen wird am Galgen. Er hat einen schönen Song dann gesungen. Oh mein Mutterland, Indien, gib mir, erlaub mir, dass ich jetzt meinen Körper verändern kann oder einen anderen Körper annehmen und nachher wiederkommen auf der Erde. So der hat das genau gewusst. Das ist in der indischen Hymne. Also dann in so einem it depends upon what kind of situation there. But Kurukshetra Yuddha is a special case. Also das ist im Normalfall eben, da ist es nicht so. Also muss nicht sein, dass du in den Himmel gehst. Aber wenn du im Kurukshetra gekämpft hast, dort in dem Dharma Yuddha, nachher bist du mit Sicherheit im Himmel gekommen. That kind of personality is rare in this material world. But anyway, at all if at all there is such personality, surely he is going to get that picture. Amrito Taya Kalpate. He is the fittest person to get Amrito. Also wer ist jetzt die fitteste Person, um Amrita zu trinken, den Nektar der Unsterblichkeit, der was eben die ganzen Umstände tolerieren kann. Ein großer Vaishnava kann in einem Zimmer sein, mit ganz anziehenden Dingen, komplett dekoriert und am Morgen darauf kann er im Wald leben. Also es ist kein Problem, er ist überall gleich. Dhir bedeutet Tattva-Gyan, also komplett ausgeglichenes Herz und Geist, durch das höhere Wissen. Also der ist wirklich Dhir, ausgeglichen, der was Bhakti hat. Ohne Bhakti kann das nicht wirklich sein. Krishna Bhakti Nishkamate Vashanta. Krishna Bhakta Nishkamate Vashanta. Why? He is enjoying nectar. Bhakti is itself nectar. Also wenn du Bhakti hast, dann kann eben die Ausgeglichenheit da sein. So avinasi tu tad vidhi yeno sarva vidam tatam vinasam abhayasyasya na kaschit kartum arhati. Now Krishna speaking, they are all pervading this super soul, Paramatma. Also Krishna sagt, alles wird eben benetzt von oder besetzt von den Jivatmas. I already told you, Tatasya Sakti already transformed into Jivasakti. In details, maybe on December we can discuss, all December. Gradually, all about this. What is the condition of Jiva, where from came, what is the situation going to meet in future, ultimate goal, all in details. Maybe December. So, avinasi tu tad vidhi, be sure, O Arjun. Avinasi tu tad vidhi, yeno sarva vidam tatam. All pervading that supreme super soul. Who is going to destroy it? Hiranyakasipu can put challenge before Prahlad. Hey! Where is that your Lord?
can speak like a demon, but what he can do? What he can do? Because Krishna speaking, nobody can touch that soul. Pervading soul is there, eternally present. Who is going to destroy? Nobody going to destroy. Follow? So Prakriti Purush Yoga you should realize fast. Also das ist zum Realisieren, was Prakriti ist und Purush. Nachher geht die Ignoranz, die Unwissenheit verschwindet und du hast einen wirklich stetigen Geist, voll in Wissen und erleuchtet. So Krishna erklärt das Sankhya Yoga in der Verse. Who can kill whom? Nitya vinasi atma is eternal. Die Seele ist ewig. Wer kann wen töten? Nur der Körper ist temporär. Follow. So, nobody like to die. Why? Because death is there's a simple one word we use. Actually, nothing is there in the name of death. Only we use this sentence. What? Death. Actually, death is nothing. Tod, das ist nur ein Wort, was wir verwenden. Wir verstehen, die ganze Gesellschaft hat den Körper schon so lange verwendet. Und auf die bauen wir jetzt auf. Wir schenken dem Wort Tod an Glauben. Aber es hat absolut nichts, nichts kann sterben. Nur die Seele verlässt den Körper. So, don't try to avoid, reject your duty. Also sei immer aufmerksam, dass du deine Aufgabe machen musst. Es ist dein Dharma, du bist ein Kshatriya. So, es ist nicht illegal oder adharma, um zu kämpfen. Nobody can anyway. Number 19 also jaw. Enam metti hantvaram jastainam mannati hatam uhau tohu no vijanito nayam hanti no hannati. I already discussed. No jayate nirate va kalachit nayam bhutya bhavita va no huyo ajo nityo sastutvoyam purano no hannati hannamani savige. Spirit cannot take birth. You cannot, because spirit is, Atma is eternal. So how you can say new? Also Spirit, die Seele kann nicht Geburt nehmen. Es geht nicht, dass neue Seelen fabriziert werden. Die Seele ist ewig, die wird nicht geboren. Krishna ist auch ewig. Najayate nagirate. Spirit, Atma, not going to die. Mriyate. To take birth. Kadachit, never in the history of creation or when creation is not there still. There's Jivatma, they are also there. But they, at that time they are in coma state, you know. Yes, Jivatma there. But when the creation is not there, all Jivatma enter into the annihilation. Mahavishnu. Yashaika Nabha Chivanti Natam Vishnu Mahadeva Also Mahavishnu, der atmet ein und atmet aus. Und nachher in der Zwischenzeit gehen immer die Seelen wieder ein und wieder aus. So wie die Spitze oder deine Bohren von den Haaren, da kommen die Seelen raus und gehen wieder rein. Also wer kann das alles abmessen? Das ist alles transzendental. Aber wenn jetzt keine Kreation momentan vor sich geht, nachher gehen die Seele alle ein in Mahavishnu.
beam of light going to enter into the womb of Mayadevi, then the creation again takes place. Man, woman, horse, cow is a fallacy. In this life, now if you can realize, nobody can put you in trouble. No amount of Maya is successful to put you in trouble. Haridas Thakur, in front of Haridas Thakur there, Benopel. that course. What to speak more? Haridas Thakur doing bhajan in Pulia, one place there in Shantipur. Mayadevi herself came. Very beautiful thing. Oh, nobody can. Coming in front of Haridas, paying in front of Also vom Haridas ist auch ganz, Maya Devi selber kam in der Form von ganz einer hübschen Frau. Sie wollte im Haridas testen. Aber Haridas, da hat sie nichts machen können. Später hat sie dann gesagt, ich bin Maya gewesen, ich wollte testen. The reason for why I come to you, approach you, is to get Harinam from you. I like to get Harinam from you. Und die Maya Devi sagt dann, eigentlich wollte ich nur von dir das Mantra, den heiligen Namen kriegen. Haridas Thakur is Brahma, double Brahma. Haridas Thakur ist Brahma, One Brahma is creation. Hiranyagar. That Brahma and another Brahma, that Jivatma name, Richik Mani, his son, his name is Brahma. Two Brahma together. After that Purush. Also zwei Double Brahma. Brahmas, One Brahma is there. es ist Haridas Thakur. Creator. Another Brahma is there, is the son of Richik Mani. Der Sohn vom Richik Someday, Muni. without washing Tulsi Pata, Ohne dass er mal Tulsi gewaschen hat, hat er das geopfert und er hat gesagt, war das jetzt gewaschen? Er hat gesagt, nein. Und hat dann verflucht. Und Prahlad, also das ist alles in Haridas. And Kusumapura Sakha, both coming in the form of Vrindavandas Chaturmas. Vyasadev und Kushuma Bidda. 100% is blessed. But does it not alone? Das ist die Form von Vrindavandas Thakur. Kushuma Bidda Sakha, ein Freund von Krishna. So this way, no yate meyate vakadachit nayam bhutva bhavita vana viyaha ajo nityaha sasotoyam purana nahannati hannamani sariri. If you kill somebody, body is, we can. But because Atma is without 6 kind of deformation. So Atma unterliegt es 6 Veränderungen. Vika. Also sie nimmt Geburt, dann existiert sie in der Jugendalter und nachher wird der Körper langsam wieder zerstreut und schlussendlich ist es tot. 6 verschiedene Verwandlungen im Körper. Also du musst leiden in dem Körper. Du hast Geburt genommen. Keiner kann das ändern, die 6 wandeln. You will have to suffer. So, it is not attributed to Atma. Because nothing is, you cannot attribute anything to Atma. Atma is aparameo, inconceivable. Nobody can say, this is Atma, see, Atma going. You cannot see. Also niemand kann sagen, was es Atma ist. Die Seele. Das ist hinter materiellen Verständnis. Aber in der Upanishads und den Schriften kriegen wir überall, erfahren wir eben überall über die Seele, was eben unsichtig ist und so schwer zum Verstehen. This kind of conception also there in Kathopanishad. After that in 21 slok, I go back to clarify. So many things I want to speak, but time cannot permit. Veda vinasinam nityam jab enam ajamabhayam
Purusha IT&DE Hantikam. Also wer kann wen töten? Wer kann von wem getötet werden? Und wer kann töten? Weil Atma ist Nitya, ewig. Manche haben die Form von einer Frau, manche die Form von einem Mann. Das ist der Trugschluss. Also wir müssen die ganzen Unterweisungen von Srila Prabhupada folgen. Srila Bhaktisiddhanta Mann ist ganz strikt und geht den Anweisungen von Chaitanya Mahaprabhu nach sich. So. Seine Aufgabe ist eben, die Seelen auf eine höhere Stufe zu bringen. Du musst eben nur ernsthaft sein, dann kann er dir helfen, sagt er. Also wenn wir nicht ernsthaft sein, dann können ja ganz, ganz große Seelen in die Welt kommen, aber die können uns dann auch nicht helfen. Tata sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. Okay. Sankhya, I already told you, one torn cloth. You have to throw, get a new one, go to market, Durga Puja. Also das ist der Weis. So nice. Dass man eben, wo ihm gesagt wird, die Seele wechselt den Körper so wie Kleidungsstücke. In front of you coming with so nice food. Why? It is the order of Prabhupada. You cannot go for preaching. For preaching you have to become very... Vairagya can be there inside your heart. Don't try to show your Vairagya. Das Vairagya muss im Herzen sein. Und nach außen kannst du dann gehen wie ein König. Nothing can touch me, okay, by the mercy of God. But don't try to show, great man, detached. Also zeig ja niemals auf, dass du großer Vairagi bist, sagt er. Einmal ist einer gekommen zum Gaur Kishodas Bhavajimat und er hat gesagt, der wollte jetzt einen Wettstreit machen. Und er hat sich dann in die Nähe vom Bhajan Kutir begeben und er hat gesagt, oh, er nimmt das Wasser in einem Totenschädel, von dem trinkt er. Und der Gorki schaut das Babajimat von einem Topf. So er hat gesagt, er ist jetzt mehr entsagt. Aber dann hat jeder verstanden, er ist ein großer Idiot. Weil das Entsagung von Gaur Kishore Das ist natürlich, nicht künstlich. Gaur Kishore Das kann man nicht vergleichen mit Raghunath Das Goswami, genauso. Raghunath. That is different. Total. The total Vairagya of Raghunath Das Goswami is visible, reflected in the life of my Guru Bhagavad. Totally detached. Totally detached. He can realize only one pervading tattva. Prahlad Maharaj, how Prahlad Maharaj is escaping? So much attract. Prahlad Maharaj thinking, there is one and single thing. Zu Raghunath Das Goswami, Prahlad Maharaj, die sind alle komplett entsagt, aber wirklich nicht künstlich.
I cannot get Krishna. I like to get that kind of thing. Where is snake? I like to catch that. Hey, snake gone, just. Then Gopis were laughing, saying, you see the magic spell of Maya coming to Bhajan Kuti in the form of Mataji, giving me warning about snake. Where is snake? Where do you find snake? Everywhere Krishna. You should realize this Sankhya. If you cannot realize, then your reading Gita is useless. So, Bhagavan Sri Krishna giving this idea that you will have to only see, because this cloth is now gone out of order, throw and get a new cloth. This is a simple changing of body. And also I told that day, again they come back because I think I am not clear, because you couldn't realize. I want to discuss, long discussion, but time cannot permit still. Nainam shinnanti sastrani nainam dahati bhavakaha na chainam kledanti apo na sasaiti marataha. Nainam shinnanti sastrani. No, it is actually no weapon can cut their atma. Also keine Waffen können das Atma zerstören. Fireproof, it is waterproof. Yes. No water can touch, no fire can touch. It is waterproof. Wasserdicht, feuerdicht, sag er. Also das kann nichts, Feuer, Wasser kann alles nicht die Seele berühren. Es kann nicht ausgetrocknet werden von Luft, die Seele. Und Wasser kann Atma nicht nass machen. Und Feuer kann Atma nicht verbrennen. Das ist die Position vom Atma. Das ist warum bei in der Upanishad steht Nayam Atma Pravajanena Labhyam Vedanana Bhuvanashara. Also keine Lecture können die da wirklich, können nur eine Idee geben, aber das ist zu realisieren. Aber wenn du ganz, ganz intelligent bist, versuchst deine Gedanken hochzuspielen, aber es ist unmöglich. Du musst das realisieren durch Bhajan, Guru Seva und so weiter. Just like light particle, not exactly. Also Vedanta cannot speak. Also Vedanta not going to speak clearly. Vedanta spricht sogar nicht einmal ausführlich über die Seele. Es ist wie ein Lichtpartikel, sagt das Vedanta. Gunat alaptyat. Also da kann man keine Theorie oder keine Philosophie irgendwas aufsagen, um Atma zu erklären, weil das Chinmoy transzendental ist und unser Konzept ist materiell. So Krishna speaking clearly, Acheddo ayamaddaihyo ayamakreddo shasyevacha nittuho sarvagataho stanu rachalo ayam sanatana abhyakto ayam achinto ayam avikariyo ayamachyate tasmadevam viditvainam nanu sochitum arhasi. You cannot express this kind of mood. Dejection is totally useless because you know the situation. Already I told you, Atma cannot be cutted. I already told, this is their second time. Acheddo, ayamaddaihyo, fire cannot burn down. Ayamakleddo, ashasyayocha, nityaha sarvagatam, gataha stanu, rachalo ayam sanatana. Sanatana means everlasting, eternal. That's not Sanatana. Sanatana is already there. You can leave your body, take birth. The Sanatana thing is already there. So, or at all if you are like foolish, or at all like foolish man, if you think, okay,
atho choinam nityatam nityam va manase mritam tathapi tam mahavaho nainam sachitumar. Or at all, if you are not going to obey me, if you think this body is itself is going to die, take birth, still how you can? If you know that after taking birth, death is inevitable, there is no solution with death. Try to settle down your mind. You cannot find any solution with death. It is inevitable in your material world, with your material world. Also du kannst keine Lösung finden, den Tod aus dem Weg zu gehen. Es ist ein Muss. Wann und wo, das ist im höchsten Herrn überlassen. Aber der Körper, den musst du aufgeben. Krishna sagt zu ihm, auch wenn jetzt das Sankhya Yoga nicht verstehst, nachher musst du doch denken, dass der Körper stirbt. Aber wenn er jetzt stirbt oder wieder kommt, so, du kannst nicht lamentieren. Das sollst du nicht machen. Otocha enam. Shamash. If you think Atma, body taking birth and you're going to die, okay, still why? Because you know death is inevitable. For that you should not expect anything. You are also going to die someday. He is also going to die. Also jeder wird den Körper verlassen, so was ist falsch an dem? Atho chainam nityatam nityam mannase mritam. Those who are dying. Tathapi tvam mahavaho nainam sachitum arhati. Still, you should not express grief for that. Because, anybody going to die? Jatassahi dhruva mittur dhruvam janma mitassacha. If somebody going to die, then take her away. Jatassahi dhruva, jatassahi, if you see this body, okay. This body you can see, because when you came into the womb of mother, So, wenn du jetzt in den Mutterleib gekommen bist, when you first came into the womb of mother, that's the creation. After you take birth. so nachher nimmst du Geburt, Nobody knows who is coming. keiner weiß, wer kommt. Somehow Atma came. Atma, eine Seele, ist eingegangen in den Körper, aber keiner weiß, wer das ist. After the man taking the form of a body, Und nachher nimmt es die Form an von einem Körper. oh, this name Und nachher denkt man sich, oh, sein Name ist Shankar, sein Name ist Ajit. Und du gibst einen Namen. Aber nachher, wenn der den Körper wieder verlässt, bevor hast du keine Information über die Seele gehabt? Nein, hast du nicht gehabt. Bevor hast du keine Information. Und danach, wenn die Person stirbt, dann hast du auch keine Information. Nur in der Mitte kannst du das sehen. So manche spielen die Rolle von einem Dieb, manche spielen die Rolle von einem verschiedene Schauspieler, was da auf der Bühne stehen. Das ist dekoriert bei Maya Devi. The stage is totally decorated by Mahadevi. You are playing this way, he is playing this way, he is playing this way. Nobody can understand the actual fallacy. Jatassahi dhruva mittur dhruvam jadma mitasya tasmad apariharya. Und den Trugschluss kann keiner wirklich verstehen, in dem man sich befindet. Das Spiel von Maya Devi, von der illusionierenden Energie. Krishna sagt zum Beispiel, der was Geburt nimmt, es ist ein Muss, dass er stirbt. So, warum lamentierst du dann? So I already told you, when Chetan Vastu Atma is there,
it is illuminating the whole body. Follow? One light is there, it's illuminating the whole room. I can see what is what. The light is there. Also das Bewusstsein, das breitet sich aus im ganzen Körper. I don't like him, I like this way. If you can hate yourself, then I can think you are Siddhamatma. Also The day you can try to hate yourself. wenn du dich selber wirklich sagst, oh, der weltlose Körper, ich muss das machen, urinieren, essen, ich wäre hungrig und so. Wenn du das wirklich hast, das Gefühl, nachher kommst du in die richtige Richtung. What the reason for why you are going to express this kind of greed? Where no, in between you can see when Atma coming with one body. Before that you don't know, you have no information about that. You have no information about the whereabouts of that Atma. And now when dead body, there is no information about the whereabouts of the Atma. Also was davor war, was danach ist, da ist keine Information. Es ist nur Avyakta in der Zwischenzeit. Wenn die Seele jetzt einen Körper annimmt, nachher kannst du das bezeichnen. Nachher kannst du die ganzen Dinge da annehmen in der Welt, nur weil du den Körper hast. Dann kannst du eine Visa annehmen, dann kannst du das und das machen. Atma kann keine Visa annehmen, das kannst du nur, weil du jetzt den Körper hast. I can now, next look I can read, I cannot explain, I can touch your point, but that day, next day, I can get some time, 1 hour, I can discuss, after Harikatha. Main Harikatha, if I discuss the main Harikatha, cannot. Ascharyavat passati kaschit enam, ascharyavat vadati tathiva chanyo, ascharyavat chainamanyo sranoti, srutyapi enam, vedo na chaiva. Follow? This is the status of the condition. So now I am going to touch you. Panchabandha, they are all actually associates of Krishna. If I discuss detail, you can go mad. Because Sarvadeva from heaven, some devata also enter into them. Yudhishthir Maharaj, you can also find, and some, Yamraj coming, Arjuna, Indra, Pavandev and Bhima, by respective their part, they are going again after, they are going to heaven. But actually, Yudhishthira Maharaj, all they are eternal person. Now your point is very important. Why Supreme Lord is there, but still, they are going to suffer so much. Why? Warum haben die Pandavas so viel Leid gehabt? Der höchste Herr ist ihr Freund gewesen. So das Leiden ist eine Art von Barmherzigkeit. Krishna organisiert es. Wir können eben sehen, oh, Yudhishthira Maharaj und die Pandavas, die haben auch so viel Leid ertragen müssen in der Welt. Kuntadevi genauso. Oder wie ist es möglich, dass Ashwatthama all die Kinder von Draupadi töten hat können? So wenn Draupadi kein Devotee ist, dann kann man das Experiment nicht machen. Ein anderer, der wird verrückt. Und
Aber Draupadi, der kann dem Stand halten. Ashwa. So Arjun hat den Mörder dann gebracht, der was ihre Kinder umgebracht hat. Und nachher sagt die Draupadi, weil sie ja Vaishnavi ist, die hat das Gefühl von einem Vaishnavi, sie sagt, oh, lass ihn frei, lass ihn frei. Also wenn Draupadi nicht das Gefühl aufzeigt, dann woher können wir lernen? So Panchabandhas, die denken. Die denken immer positiv. Das Symptom von einem Sadhu ist positiv. The day of Guru Maharaj's appearance day, I can also speak. You try to find out this point. A sadhu, actual sadhu, he always tries to think anything positive. Also Sadhu, der denkt immer positiv. Follow. I can explain this point. Though you find his negative point, Maharaj, they are setting fire in them. Okay, their feeling is good for me. Kunti Devi is good for me. Because otherwise, how, if there is no trouble, there is no problem, no this kind of atrocity and this kind of oppression, how I can get in link with Krishna? If any trouble kind, I can get a chance to get a connection with Krishna. So, die Kunti Devi, die betet und immer, sie sagt, wenn Probleme da sind, dann kann ich mehr in Verbindung sein mit Krishna. No, not all problem over, not problem starting in. Now you are going, because we are going to enjoy the total whole sovereignty. No opponent party there. Now problem starting. What do you mean? What do you mean? Then Kunti is saying, now actually problem starting. You are going away to Dwarika. Now we are going to enjoy this whole wealth and everything is one kind of danger. Eh? It's not good. This way explaining. So you should remember that point, that what Prahlad Maharaj speaking, Sukham Indriyakam Daitya Deho Yogino Dehinam Sarvatra Bhaviyasma Jatha Duksham. Don't try to enjoy in your life. It's a must automatically. What is there in your life? But you try to change your life through bhakti, try to get bhakti. Jehi samsparsaja bhogaha dukshajanoyevate adyantavantatantiyo nate shuramate buddhaha. Those who are really intelligent, they never go for sensual enjoyment. Vanchakalpatarusya bhatinivesha patitanam pavanam vaishnavishnu. What time now? 8. Huh? 8. 8. I can explain your point, I can also explain his point next day sometime. So any question if you have today? No? Trying to understand what exactly is chitta. Chetan. Chitta, exactly. Chitta. Huh? Chitta. Chitta. Chitta is actually, it is one kind of constituent of inner self. Man, buddhi, chitta, ahankara. Your inner self, mind body, is a constituent. And Was ist jetzt Chitta? Gibt es Chitta, Man, Ahankara? So wie kann man das definieren? Man, Buddhi, Chitta, Ahankara. Und es hat verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben. Also Chitta, das ist wie eine Kamera. Also der nimmt alles auf, was du machst. Überall, wo du hinschaust, alles, was du machst, also es ist Attraktion und Repulsion. So attraction or repulsion, it can come in the form of magnets.
like magnet, like camera, you know. Magnet means attracting iron. It's like camera. Shot one picture, chitta taking and sending for processing. So das Bild wird dann geschickt vom Chitta zum Geist und der Geist, der denkt dann über die Dinge jetzt nach, oh, das ist mein Feind, die sollen aus dem Königreich bringen. Aber in Wirklichkeit sind wir unser eigener Feind. Außerhalb ist kein Feind, nur in deinem Geist. Kama, Krodha, Lobha. Those who are big sadhu, why they are so elevated? How? Saravi Radho Saha Purushena Eha Hatavya Nidra Tandra Bhayam Krodham Nidra Tandra Bhayam Krodham Alasyam Dirgha Sutra. I can discuss again from Niti Shastra. Very nice novel. If you find one man is big sadhu, big elevated, surely you can find he is getting control over his sleeping time. Surely he is going to... Also großer Sadhu, der hat Kontrolle über seine Schlafzeit, über seinen Geist, alles kontrolliert. Wie kann er schon so... আমি বাংলা বলবো ওই আমি আমার মনে নেই কোনো গুরুবর্গের কাছে আমি শুনেছেন বা কোনো পরিচিততে যে চিত্রগুপ্ত নামটা ওই কারণে তিনি খুব গোপনে উনি চিত্রের কথাটাও জানে চিত্রের যা কিছু নোটিশ উনি লিখে যেমন গোপনে সিসিটিভি আর ওই জন্য উনি গয়াতে বিষ্ণুপাদের সামনেই বসে আছেন কে কাকে কিনবে দিচ্ছে ওটা দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য মেন থিং ইজ দ্যাট Paramatma is there in Upanishad like Shakshi, just witness. Paramatma I can discuss in detail. Now I am going to clear it. So Chitta is a function of Chitta to get the photo. First to attraction. Oh, so nice lady. Picture of. Then processing going on. Mind is always thinking. What is the duty of mind? To think over and again. Sankalpa vikalpa. And it is the duty of buddhi to take decision. And decision you can take according to your previous Sankalpa, Vikalpa, annehmen und ablehnen und dann Buddhi, die Intelligenz, die macht die Entscheidung, was sie jetzt macht mit dem oder wie sie das erhalten kann. Man, Buddhi, Chitta, Ahankara. Ahankara ist das falsche Ego. Und wir leben alle unter dem falschen Ego. Ahankara. Aber das falsche Ego kann rein werden und ein reines Ego werden. In Seva kann sich das umwandeln. Und verschwindet es. As long as you are in guarded condition, that you have false ego is a must. With Jivatma, false ego must be there. But those who are elevated souls are going to do Bayan and cut. In that case, that false ego becomes pure ego. I am the servant of Krishna. Und das reine Ego ist dann, dass du sagst, okay, jetzt bin ich ein reiner Diener von Krishna. So what to do? Sita Devi come in fine form. Why not you speak? You are the servant, Sevak of Ram. Then Hanumanji is speaking. I am the servant of Ram. Ravan laughing. I thought you were the king of a big country. Now you are a servant? Yes, I am the servant of Ram. You are the servant of Maya Devi. I am the servant of Supreme Lord, Bhagavan. What's wrong in it? Is mine. So Hanuman having pure ego. Amidas, Krishna Das is ego. This kind of ego, if not there, never in your life can come out successful in Bhajan. Krishna is mine. When you can start loving Krishna, what happens then? Mirabai. What to speak about Radharani? Mirabai. Only 500 years back.
not any quarrel. Mary Siddhi is my husband, Krishna. Krishna was bound to come. Krishna was bound to come in front of her. But Siddhi was there in Dwarka, not here in Vrindavan. Though she was doing bhajan in Vrindavan, but Mera to Giridhari Lal, dusra na kahi. Okay, but still, she was not doing the Anugata of Radharani. So she was sent to Dwarka, go there, that court. You have no right to come. Siddhi. Anyway, we paid on the her also. Though one time our Bodhi was sick about Siddhi Bhai Jyoti Dana Bhavan Commissioner Vyogna.